gesucht. Pocoyo und alle seine Freunde sind bei uns in der Stadt verteilt und wurden insgesamt an 5 verschiedenen Orten gesehen. Aber auch Rumi von den K-Pop Demon Hunters ist bei uns zu Besuch in der Stadt und befindet sich im Freizeitpark. Pocoyo befindet sich gerade hier oben bei unserem Spielplatz. Und hier unten in diesem Zoo befindet sich Ellie, der pinke Elefant. Und sogar Nina ist hier und sie befindet sich gerade im Schwimmbad. Selbst Pato, die lustige Ente, befindet sich hier auf dem Parkplatz. Und auch der Hund Lula rennt gerade frei auf dem Feld herum. Aber was bedeutet das mysteriöse Fragezeichen hier bei dem Schrottplatz? Das können wir nur herausfinden, indem wir jetzt alle 5 Orte mit unserer Drohne abfliegen. Aber zu welchem Ort sollen wir als erstes hinfliegen? Lasst uns als erstes zu Pocoyo auf dem Spielplatz fliegen, denn wir wohnen hier und der Spielplatz ist ganz bei uns in der Nähe. Lass uns keine Zeit verlieren und direkt unsere Drohne starten und zu Pocoyo fliegen. Wir sind jetzt hier beim Spielplatz und laut unserer Karte muss sich hier Pocoyo befinden. Wir können ihn ganz leicht erkennen. Er hat immer eine blaue Mütze auf und einen blauen Anzug an. Und ihr kennt doch alle Pocoyo. Da ist er ja schon. Und er spielt. Er hat richtig Spaß auf dem Spielplatz. Er lacht, er hüpft, alles ist gut. Dann ist nur noch die Frage, ob Rumi auch in der Nähe ist. Die wollten sich doch treffen. Wir fliegen diesen ganzen Spielplatz ab und suchen jetzt Rumi. Das Gute ist, unsere Karte hat recht. Wir hatten echt Glück, dass wir Pocoyo so schnell gefunden haben. Dafür lasst ihr jetzt alle mal Und schaut auf jeden Fall unser Video bis zum Ende. Falls du noch kein Abonnent bist, dann abonniere unseren Kanal. Wir sind ja gerade erst am Anfang. Es fehlt ja noch Rumi von den K-Pop Demon Hunters. Ich fliege jetzt weiter und ihr haltet ganz langsam die Augen offen. Da ist Pocoyo. Da ist er schon wieder und er spielt weiter auf dem Spielplatz. Er hat so viel Spaß. Aber Rumi fehlt. Stimmt, er spielt ja ganz alleine. Rumi wollte sich doch mit Pocoyo treffen. Deswegen sind wir hier. Am Anfang des Videos habt ihr es gesehen. Die 2 werden gesucht. Wir fliegen jetzt noch weiter den Spielplatz hat. Vielleicht ist Rumi noch irgendwo da in der Nähe. Ihr könnt es sehen, ich bin mit unserer Drohne auch schon ganz weit oben. Von oben haben wir eine viel bessere Aussicht. Das ist echt weit oben. Wir können damit den ganzen Spielplatz anschauen. Okay, und ich finde hier aber niemanden. Hier ist nur eine kleine Rutsche. Vielleicht rutscht Rumi gerade. Wir wissen es nicht. Die Rutsche ist komplett leer und in der Rutsche versteckt sich auch niemand. Schade, Pocoyo, warte doch unbedingt auf Rumi. Wir fliegen weiter. Vielleicht ist sie hier bei der großen Rutsche auf dem großen Gerüst. Sehr gute Idee, dann schauen wir da mal direkt nach. Ist da Rumi? Seht ihr etwas? Ich sehe niemanden. Da ist überhaupt keiner drin. Und Pocoyo ist auch nicht mehr da. Was, ist Pocoyo jetzt weg? Vielleicht versteckt sich Pocoyo innerhalb der Rutsche. Dann schauen wir jetzt mal am besten mit unserer Drohne in die Rutsche rein. Ihr könnt hier die Öffnung sehen. Ich versuche da jetzt ganz langsam mit unserer Drohne für euch in die Rutsche reinzufliegen. Pocoyo, bist du da? Ich sehe nichts. Seht ihr was? Nein, ich sehe auch nichts. Wo ist denn Pocoyo? Pass doch auf! Habt ihr das gesehen, Leute? Wo bist denn du jetzt wieder dagegen geflogen? Gegen irgendeinen Baum bin ich geflogen. Fast wäre unsere Drohne abgestürzt. Das geht doch nicht. Aber hier ist kein Pocoyo mehr und Rumi ist auch nicht da. Wir haben Rumi überhaupt noch nicht gesehen. Was machen wir denn jetzt? Ich habe doch keine Ahnung. Fliegen wir mal auf die andere Seite von dem Spielplatz. Dein Telefon klingelt. Und Pocoyo ruft an. Geh unbedingt dran. Ich will wissen, was Pocoyo zu sagen hat. Hallo Pocoyo, wie geht es dir? Hallo, ich bin's, Pocoyo. Eigentlich wollte Rumi heute mit mir auf dem Spielplatz spielen. Sie hat es mir versprochen. Wir wollten rutschen, schaukeln und ganz viel lachen. Ich war pünktlich hier, sogar ein bisschen früher. Ich habe gewartet und gewartet. Ich habe jedes Geräusch gehört und jedes Mal gehofft, dass sie gleich um die Ecke kommt. Aber sie ist nicht erschienen. Jetzt ist der Spielplatz still und alles fühlt sich irgendwie falsch an. Spielen allein macht keinen Spaß. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Vielleicht hat Rumi mich vergessen. Oder vielleicht ist ihr etwas passiert. Das macht mir Angst und ich werde ganz traurig, wenn ich daran denke. Bitte, könnt ihr 2 mir helfen? Ihr könnt Dinge herausfinden, die ich nicht kann. Wenn ihr wisst, wo Rumi ist oder ob sie Hilfe braucht, dann sagt es mir bitte. Ich will nur, dass sie wiederkommt, damit wir zusammen spielen können. Pocoyo hat aufgelegt. Habt ihr gehört, was er gesagt hat? Rumi wollte sich mit Pocoyo treffen, aber sie ist leider nie erschienen. Und Rumi und Pocoyo wollten zusammen auf dem Spielplatz spielen und er fragt sich, wo Rumi ist. Lass uns doch einfach auf unserer Karte nachschauen und schauen, wo Rumi von den K-Pop Demon Hunters ist. Rumi befindet sich hier oben im Freizeitpark. Pocoyo ist hier auf dem Spielplatz, aber Rumi befindet sich im Freizeitpark am anderen Ende der Stadt. Dann fliegen wir jetzt direkt mit
mit unserer Drohne zu Rumi in den Freizeitpark. Wir sind jetzt auf der Suche nach Rumi und laut unserer Karte befindet sich Rumi hier in diesem Freizeitpark. Hoffentlich finden wir Rumi. Ihr habt doch alle Pocoyo am Telefon gehört. Er will sich unbedingt mit Rumi treffen. Ihr haltet die Augen offen und das Rumi. Das Rumi, aber auch Gino. Und sie küssen sich. Die sind im Freizeitpark und küssen sich. Zwei lieben sich. Wollte sich nicht Pocoyo mit Rumi treffen? Hat Rumi etwa ganz vergessen, dass er eigentlich jetzt zu Pocoyo muss? Ich glaube ja, Leute, ihr seht es doch. Liebe geht durch den Magen und Rumi hat sich einfach mit Gino getroffen. Jetzt müssen wir sie aber auch verfolgen mit unserer Drohne, dass wir wissen, wo sie hingehen. Schau mal, hier war ein Polizeiauto gerade. Meint ihr, das Polizeiauto sucht schon nach Rumi? Nicht nur wir suchen Rumi, sondern auch die Polizei? Weil eben Pocoyo und Rumi sich treffen wollten. Leute, lasst jetzt alle ein Like da. Wir müssen jetzt unbedingt schauen, dass sich Rumi und Pocoyo treffen. Ihr habt ja Pocoyo am Telefon gehört, was er gesagt hat. Eigentlich waren die zwei verabredet zum Spielen. Aber Pocoyo war ganz alleine auf dem Spielplatz und hier trifft sich einfach Rumi mit Gino. Wir folgen jetzt diesem Auto und hoffentlich führt uns dieses Auto zu Rumi. Denn es ist abgehauen. Wir müssen jetzt echt schauen, was die beiden vorhaben. Es muss doch irgendwie notwendig sein, dass sich Rumi jetzt dran erinnert. Warte mal, ich habe da gerade was gesehen in diesem Haus. Ich drehe gerade die Kamera. Echt in dem Haus? Leute, wir müssen da reinfliegen. Vielleicht ist da Rumi. Ich glaube, da war Rumi und Gino. Aber das Haus sieht so gruselig aus. Ihr lasst ein Like da und wir fliegen zusammen mit euch jetzt in dieses Geisterhaus. Ich hoffe, du hast recht, dass da ist Rumi und Gino. Und sie küssen sich. Sie küssen sich das zweite Mal. Und sie hauen ab. Leute, sie laufen in das Gebäude rein. Denkst du, da geht's zum Parkplatz oder zu dem Auto? Sie laufen zurück zum Parkplatz, zu ihrem Auto. Lass uns zur Karte gehen und nachschauen, wohin sie führt. Ihr habt es gesehen. Rumi und Gino laufen gerade zu diesem Parkplatz. Und laut unserer Karte befindet sich die Ente Pato auf diesem Parkplatz. Dann fliegen wir mit unserer Drohne jetzt direkt zu dem Parkplatz, wo Rumi hin will. Rumi und Gino müssen sich hier auf dem Parkplatz befinden. Aber da sind ja überhaupt keine Autos. Und laut unserer Karte muss ja auch noch der Hund Pato sein. Die Ente hat immer diesen geilen grünen Hut auf. Aber ich sehe niemanden. Hier ist weder Rumi, noch Gino, noch Pato. Aber die sind doch direkt in das Haus zum Auto gelaufen. Ihr habt es doch alle gesehen. Wenn nicht, spult gerne zurück und schaut es euch nochmal an. Und ich dachte, oh, Rumi fährt jetzt direkt mit dem Auto zu Pocoyo. Vielleicht verstecken die sich ja hier, Gino und Rumi, hinter den Mülltonnen. Denkst du, die zwei küssen sich da zum dritten Mal? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall müssen wir dafür sorgen, dass Rumi zu Pocoyo kommt. Aber was macht denn Rumi dann auf diesem Parkplatz, wo überhaupt keine Autos stehen? Ich flieg mal auf die andere Seite von dem Parkplatz. Schaut mal, da sehen ganz viele große Autos. Denkst du, Rumi fährt so ein großes Auto? Ich dachte, Rumi fährt ein normales, kleines Auto. Wir können es nur zusammen mit euch herausfinden, indem wir das Video bis zum Ende anschauen. Und wo ist dieser andere? Sein Handy klingelt schon wieder. Und diesmal ruft Rumi an. Du musst unbedingt abheben. Ich will wissen, was Rumi zu sagen hat. Dann machen wir das. Hallo Rumi, gut, dass du anrufst. Du wolltest dich doch eigentlich mit Pocoyo treffen. Hast du das etwa vergessen? Ich habe einen schrecklichen Fehler gemacht. Ich habe komplett vergessen, dass ich mich heute mit Pocoyo auf dem Spielplatz treffen wollte. Wir hatten es ausgemacht. Wir wollten zusammen spielen, lachen und den Nachmittag genießen. Und ich bin einfach nicht erschienen. Ich fühle mich richtig schlecht deswegen. Der Gedanke, dass er dort vielleicht allein gesessen, gewartet und gehofft hat, dass ich noch komme, macht mich unglaublich traurig. Das wollte ich nie. Er bedeutet mir viel und ich habe ihn trotzdem enttäuscht. Ich weiß nicht, wie mir das passieren konnte, aber ich will es wieder gut machen. Ich mache mich jetzt sofort auf den Weg zum Feld beim Spielplatz. Vielleicht ist er noch dort, vielleicht wartet er noch. Ich hoffe es so sehr. Wenn ich ihn finde, werde ich mich entschuldigen. Ich werde ihm sagen, dass es mir leid tut und dass ich ihn nicht vergessen habe, weil er unwichtig ist, sondern weil alles durcheinander war. Bitte. Hoffentlich ist Pocoyo noch da. Rumi hat aufgelegt. Habt ihr das gehört? Sie wollte sich ursprünglich mit Pocoyo treffen. Und hat es einfach total vergessen und die Zeit mit Gino verbracht. Wir müssen jetzt unbedingt Rumi folgen. Sie möchte jetzt sofort zu Pocoyo gehen. Ihr habt Rumi gehört. Sie läuft gerade zum Feld, aber da ist nur der Hund Lola. Wir folgen jetzt Rumi trotzdem mit unserer Drohne. Vielleicht ist Pocoyo auch auf dem Weg zu dem Feld. Dann verschwenden wir jetzt keine Zeit und starten sofort die Drohne. Wir wollen doch alle
Zufall, dass sich Rumi mit Pocoyo trifft. Ihr habt Rumi am Telefon gehört. Sie fühlt sich schlecht und geht direkt zum Feld. Und bei diesem Feld möchte sie sich mit Pocoyo treffen, damit sie zusammen spielen können. Aber laut unserer Karte ist da auch der Hund Lola. Wir sind jetzt auch mit unserer Drohne schon hier beim Feld. Ihr haltet die Augen offen nach Pocoyo, Rumi und Lola. Lasst jetzt alle mal noch ein Like da. Die müssen sich doch jetzt endlich mal treffen. Aber wo sollen wir hinfliegen? Links oder rechts? Das weiß ich nicht, aber ein Feld ist perfekt für ein Treffen. Wir fliegen jetzt einfach mal die Straße entlang, wo diese ganzen Autos herkommen. Vielleicht kommt ja Rumi und Gino auch mit dem Auto zum Feld. Die sind ja gerade mit dem Auto unterwegs. Sie müssen mit der Straße zum Feld fahren. Ihr lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich bin schon so gespannt, wenn Rumi und Pocoyo sich das erste Mal treffen. Das ist das erste Treffen weltweit. Das ist richtig sensationell cool. Wir fliegen jetzt einfach hier entlang. Oh nein, da ist Rumi. Und sie ist alleine und läuft die Straße entlang. Damit ist Gino nicht mehr da. Das bedeutet, Rumi geht jetzt wirklich zu Pocoyo. Das ist ein gutes Zeichen, dass wir jetzt endlich das Treffen sehen werden. Aber ihr habt ja auch Rumi gehört, sie hat es einfach komplett vergessen, dass sie sich mit Pocoyo zum Spielen verabredet hat. Sie hat die Zeit vergessen und auch noch den Tag vergessen. Jetzt hoffen wir, dass Pocoyo auch auf dem Feld ist. Wir fliegen die Straße entlang. Wir suchen jetzt nur noch nach Pocoyo, Leute. Aber wo ist Rumi hin? Gute Idee, wir fliegen jetzt einfach geradeaus weiter. Genau da ist das Feld. Und genau bei diesem Feld wollte sich Rumi mit Pocoyo verabreden. Dann hoffen wir, dass dieses Treffen jetzt auch wirklich zustande kommt. Und ich fliege jetzt einfach mal geradeaus die Straße entlang, direkt in das Feld. Ihr könnt hier sehen, es gibt nur eine Straße und die führt direkt rein in das Feld. Und hier kommt sogar ein Auto. Was ist, wenn Pocoyo mit dem Auto dahin gefahren ist? Oder Gino saß in dem Auto und hat Rumi gerade abgesetzt. Wir fliegen jetzt genau da lang, wo das Auto Da war. ist Rumi und Pocoyo. Sie treffen sich und sie haben Spaß. Leute, lasst alle mal jetzt ein Like da. Wir haben es wirklich geschafft, mit unserer Drohne das Treffen zu sehen. Leute, Pocoyo und Rumi, sie laufen aber weg. Wo sind sie hingelaufen? Ich weiß es nicht. Wo sind die denn hin? Weiter ins Feld rein? Ich habe sie verloren. Ich finde sie nicht mehr. Wo sind die denn jetzt hin? Ich habe mich so gefreut, dass wir Rumi und Pocoyo gesehen haben, dass ich sie verloren habe. Die haben sich sogar umarmt. Leute, wir müssen... Halt, das Auto! Warum ist das Auto bunt? Das ist bestimmt das Auto von Pocoyo. Pocoyo und seine Freunde. Und die Rumi ist ja auch drin. Wir folgen diesem bunten Auto. Das ist nicht normal. Nein, das ist wirklich nicht normal. Das kann nur Rumis Auto sein. Habt ihr schon mal so ein buntes Auto gesehen, was die Farben wechselt? Nein, so ein Auto habe ich noch nie gesehen. Ihr bestimmt auch nicht. Aber das Auto verliert an Farbe langsam. Ja, warum eigentlich? Ich verstehe es nicht. Lass uns direkt zurück zur Karte gehen. Wo sind Rumi und Pocoyo jetzt hingelaufen? Vielleicht zu Ellie, dem Elefanten in den Zoo. Oder vielleicht zu Nina in das Schwimmbad. Und lasst jetzt alle ein Like da, denn bei 10.000 Likes fliegen wir hier zu dieser mysteriösen Box mit dem Fragezeichen. Wir fliegen jetzt direkt zum Schwimmbad und hoffen, dass wir dort Pocoyo, Rumi und Nina finden. Wir sind jetzt hier beim Freibad und hoffen, dass wir Pocoyo und Rumi finden. Aber laut unserer Karte könnte dort auch Nina sein. Deswegen haltet ihr da draußen, unsere Zuschauer, die Augen offen. Das wäre natürlich richtig cool, wenn sich Nina, Pocoyo und Rumi zusammentreffen. Hier sind Pato und Ellie. Das ist doch der pinke Elefant und die Ente mit dem grünen Hut. Und sie planschen im Wasser, sie haben Spaß. Die sind wirklich im Swimmingpool drin. Ihr wisst doch, eine Ente liebt Wasser. Und hat einfach mit dem Elefanten und seinem Rüssel. Pato und Ellie, ich hätte gar nicht geglaubt, dass wir diese auch in diesem Video heute sehen. Treffen sich jetzt wirklich alle, auch sogar Pato und Ellie? Pato, Ellie, Pocoyo und Rumi. Leute, das sind so viele schwierige Namen. Und Nina könnte auch noch da sein. Wenn wir Nina sehen, müsst ihr auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Wir fliegen jetzt mit unserer Drohne das ganze Schwimmbad ab und suchen Nina. Aber ihr seht es, außer Pato und Ellie war hier niemand. Ist aber voll cool, die beiden... Nein! Was war das? Was war das gerade? Habt ihr das gesehen? Da war doch jemand! Da war jemand! Spult zurück, das war irgendwie eine Ente. War das vielleicht Pato, der vorbeigeflogen ist? Was? Eine Ente? Kann der fliegen? Natürlich kann eine Ente fliegen, das muss Pato gewesen sein. Aber warum fliegt denn Pato jetzt weg aus dem Schwimmbad? Vielleicht möchte er unsere Drohne zerstören. Nein, das glaube ich nicht. Pato ist immer ganz lieb und nett. Okay, wir fliegen weiter. Ihr haltet die Augen offen. Wir suchen auf jeden Fall jetzt Rumi. Was? Wo ist das denn jetzt? Hörst du das? Wir haben die 10.000 Likes erreicht. Und weil ihr alle fleißig 10.000 Likes gegeben habt, fliegen wir jetzt sofort zu dieser mysteriösen Box mit dem Fragezeichen. Wir sind jetzt hier mit unserer Drohne beim Schrottplatz. Und auf unserer Karte war die mysteriöse Box mit dem Fragezeichen drauf. Was kann das nur bedeuten? Aber vielen Dank für die 10.000 Likes, dass wir da endlich hinfliegen können. Ich bin schon so gespannt, welche mysteriöse Person uns hier auf dem Schrottplatz erwartet. Ein Fragezeichen ist ja keine Person, deshalb wird es jetzt richtig spannend. Vielleicht ist es auch irgendwas anderes. Wir fliegen den ganzen Schrottplatz zusammen mit euch ab. Das ist Rumi und Pocoyo. Das
hätte ich nicht gedacht, dass Romeo und Pocoyo sich hier auf dem Schrottplatz treffen. Was machen die denn bitte bei dem Schrottplatz? Wir suchen den ganzen Schrottplatz ab. Vielleicht finden wir noch mehr mysteriöse Dinge. Aber es gibt doch so viel schönere Orte. Auf dem Feld, im Swimmingpool. Was machen die beim Schrottplatz? Wir müssen diesem Hinweis nachgehen. Auf unserer Karte war nicht umsonst die mysteriöse Box mit dem Fragezeichen drauf. Das kann nur bedeuten, dass da noch viel mehr kommt. Deshalb bleibt auf jeden Fall dran. Aber ich sehe niemand mehr, als wären Romeo und Pocoyo abgehauen. Da ist ja auch keiner mehr. Wir müssen den ganzen Schrottplatz abfliegen. Das machen wir jetzt. Und ihr dürft gerne noch weiter Likes da lassen, auch wenn wir 10.000 Likes erreicht haben. Vielleicht finden wir dort auch noch Pato, Nina und alle anderen. Oder Ellie, den pinken Elefant. Das ist eine gute Idee, aber bis jetzt haben wir nur Pocoyo und Rumi gefunden. Ich bin jetzt mal mit unserer Drohne in diesen Schrottcontainer geflogen, aber hier ist nur Müll drin. Denkst du, da hat sich vielleicht jemand drin versteckt oder hier in dem Grüngut? Aber hier ist überall nur Schrott drin, deswegen ist es ja auch ein Schrottplatz. Ich wollte es gerade sagen, ist doch logisch, ist ein Schrottplatz. Wir suchen weiter ab. Wir haben Pocoyo und Rumi hier gefunden. Wir haben echt Glück gehabt damit. Aber sind es wirklich die einzigen beiden, die dort sind, oder sind da noch viele, viele mehr? Stell dir mal vor, da ist nicht nur Pocoyo oder Rumi. Was ist, wenn da auch noch Gino jetzt auf einmal kommt? Wir fliegen alles ab, ihr schaltet das nicht ab und schaut das Video bis zum Schluss. Hauptsache, da ist Rumi, Pocoyo, Pato und Ellie. Alle 4 und sie tanzen und haben Spaß? Die haben ja eine richtig schöne Zeit auf diesem Schrottplatz. Ihr seht es, Pato, Pocoyo, Ellie und Rumi. Die haben echt Spaß. Dieser Schrottplatz muss voller Magie sein. Das ist ein sehr gutes Zeichen und guckt es euch mal an. Hier sind überall nur Müllcontainer. Aber auch ein ganz großer Bagger. Ich flieg mal näher ran. Vielleicht können wir in den Bagger reinschauen. Vielleicht will Rumi Bagger fahren heute. Das glaube ich nicht. Du hast doch gesehen, wie viel Spaß die 4 hatten. Und die haben richtig cool getanzt. Ich flieg alles mit euch zusammen ab. Ich bin so gespannt, warum hier eine mysteriöse Box mit einem Fragezeichen war. Treffen sich vielleicht auf diesem magischen Schrottplatz jetzt alle von Pocoyo? Und stell dir vor, die ganzen K-Pop Demon Hunters kommen auch noch dazu. Und spielen dann ein Konzert dort. Wir fliegen es ab. Ihr schaltet nicht ab. Ihr schaut das Video unbedingt bis zum Ende und lasst ein Like da. Ich bin jetzt echt gespannt, ob wir noch jemand anders treffen. Ich fliege einfach mal mit euch ans andere Ende von diesem Schrottplatz. Da sieht man das. Das ist das andere Ende, beziehungsweise der Ausgang des Schrottplatzes. Hier fliegen wir jetzt noch nach rechts und dann gucken wir einfach mal, ob wir da irgendjemand oder irgendetwas finden. Der ist echt groß, der Schrottplatz. Da geht's hier einfach weiter. Vielleicht finden wir auch die Box mit dem Fragezeichen drauf. Ja, das wäre dann eine richtig coole Mystery Box. Hier seht es, hier ist Rumi, Pocoyo, Pato und Ellie. Und die tanzen einfach weiter. Die haben Spaß, als wären sie einfach unbeobachtet. Die tanzen den ganzen Tag auf dem Schrottplatz. Das ist richtig schön, aber du hattest recht. Es gibt viel schönere Orte, als auf dem Schrottplatz zu tanzen. Vielleicht ist das ein magischer Ort, wo sie sich immer treffen, wenn sie alleine tanzen wollen. Hörst du das Klingeln? Irgendjemand klingelt bei uns an der Tür. Hört ihr das Klingeln? Wer klingelt denn jetzt bei uns an der Tür? Vor allem um diese Uhrzeit. Wir dürfen auf gar keinen Fall die Tür öffnen. Wir müssen die Tür öffnen. Was ist, wenn es Pocoyo ist? Das ist doch niemals Pocoyo. Der würde nicht so oft hier an unserer Tür klingeln. Der weiß ganz genau, wo wir wohnen. Wir müssen jetzt sofort die Tür öffnen. Wir machen das nur für euch. Ihr müsst jetzt unbedingt noch mal ein Like auf dieses Video da lassen. Dann werden wir jetzt sofort diese Tür öffnen.